Motorrad-Abenteuerreise ins Himalaya. Meine FMT 2023. Zu zweit reisen wir von Deutschland über Iran, Pakistan, Indien, Nepal, Kaschmir und wieder zurück nach Deutschland. Dabei legen wir rund 23.000 Kilometer zurück. In diesen 2 Teilen der Videoserie reisen wir 2800 Kilometer durch den Iran. Hier in der Karte rot dargestellt. Psst! Damit ich noch ein bisschen schlafen kann, sorgt heute Heiko für Ruhe. Das nächtliche Gewitter haben wir gut überstanden. Bei schönstem Wetter starten wir jetzt in den Tag. Programmpunkt 1 des heutigen Tages: Motorräder tanken. Ich erkläre jetzt mal kurz, wie so eine iranische Zapfsäule funktioniert. Hier stecken immer so Karten drin, manchmal hängen die hier schon dran. Da wir keine Kreditkarten haben, die man hier benutzen kann, steckt man diese Karte, die kriegt man entweder vom Tankwart oder die hängen hier dran oder der kommt und steckt sie rein. Die PIN-Nummer von den Karten ist immer die gleiche, 4 mal die 1 und dann OK drücken, den richtigen Zapfhahn auswählen und dann kann man tanken. Ja. Da oben wird dann der Preis angezeigt. Der Sprit kostet iranweit 3000 Rial und da oben hat man dann 55.860 Rial für die 18,62 Liter und das ist das, was man anscheinend zusammenzählen muss fürs Bezahlen. So einfach ist das. Ja, und hier steht zur Sicherheit auch noch die PIN-Nummer dran, 4 mal die 1. Ja. Also wie gesagt, die Karte hängt manchmal dran, aber nicht immer. Da muss man warten, bis der Tankwart kommt. Wisst ihr Bescheid? Bevor es weitergeht, noch eine kleine Abkühlung von innen und außen. Nahezu an jeder Tankstelle gibt es Wasserhähne. Wir nutzen sie meistens, um unsere Kombianzüge nass zu machen. Das heutige Programm ist von Kultur geprägt. Wir besuchen die Anfänge der persischen Gesellschaft. Diese finden wir in Pasargad und Persepolis. Noch 130 Kilometer bis zu unserem ersten Ziel. 200 Kilometer haben wir jetzt schon seit heute Morgen hinter uns. Unsere Reisehöhe beträgt permanent über 1600 Meter. Das erklärt auch, weshalb man hier so wenig Bäume sieht. Dazu die Trockenheit, da wächst natürlich nichts mehr auf dieser Höhe. Unsere höchsten Überquerungen liegen bei 2200 Meter und 2600 Meter, bis wir dann in Pasargad auf 1900 Meter wieder herunterkommen. Persepolis liegt dann wieder auf einer Höhe von 1600 Metern. Auf den Passhöhen finden wir auch hier das gewohnte Bild der Rillen in den Straßen wieder, so wie in der Türkei. Bei Kälte und Nässe soll sich dadurch die Griffigkeit der Straße erhöhen. Für uns Motorradfahrer ist das ein bisschen unangenehm. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Man fährt so ein bisschen wie auf Eiern, aber am besten einfach ignorieren, weiterfahren. Es passiert nichts. Fühlt sich nur kacke an. Wir sind in Pasargad. Es ist die erste bekannte Residenzstadt der Perser. Hier beginnt 600 vor Christus die Geschichte des Achämenidenreiches, besser bekannt als das große persische Reich. Mit Ausnahme dieser Grabstätte vom Kyros II. Sind alle weiteren Gebäude hier Ruinen. Deshalb sieht man bei der Rundfahrt mit diesem TÜV nicht mehr als ein paar flache Ruinen und einzelne Fragmente, die sich in der Restauration befinden. Für einen Laien wie mich gibt es in dieser Ruinenstätte nicht außergewöhnlich viel zu besichtigen. Das bedeutet aber keinesfalls, dass dieser Ort unbedeutend ist. Immerhin gehört er zum UNESCO-Welterbe. Ich bin dann auch froh, dass die Zugfahrt vorbei ist und gehe jetzt zurück zum Heiko, der vorne vorm Tor im Schatten abhängt. Ich springe wieder in meine Motorradstiefel und dann geht's weiter nach Persepolis. Wenngleich es auch nicht viel zu sehen gab, immerhin kann ich jetzt sagen, ich war an der Geburtsstätte der Perser. Hier sehen wir wieder ein Exemplar der modernen Ladungssicherung.
Im Großen und Ganzen halten sich die Iraner an die Geschwindigkeitsvorgaben. Vermutlich liegt es daran, weil richtig viel geblitzt wird mit der Radarpistole. Wenn andere Verkehrsteilnehmer hupen, dann dient das in der Regel zu unserer Begrüßung. LKWs fahren hier locker 100 und auch schon mal schneller. Viele Autos fahren einfach nur schnell, weil sie uns überholen wollen, um zu grüßen oder um ein Foto oder Video von uns zu machen. Nicht selten schauen auch Frauen aus dem Auto mit großen Augen und einem Lächeln im Gesicht. Hier gilt aber die Regel, nur gucken, nicht anfassen. Tomaten werden als Schüttgut mit LKWs transportiert. Ich frage mich nur, wie die unteren Tomaten aussehen. Oder es wird Ketchup draus gemacht. Gerade angekommen stehen auch schon die ersten Iraner um uns herum. Neben Captain Blaubeers Geschichte ist natürlich ein Selfie obligatorisch. Heiko entscheidet sich fürs Abhängen im Schatten, während ich mich in die glühende Hitze der Ruinen begebe. Nun hoffe ich, dass ich in Persepolis etwas mehr zu sehen bekomme. Es ist die Nachfolgeresidenzstadt nach Pasargad. Persepolis, ein Ort, von dem die meisten wahrscheinlich auch schon mal im Geschichtsunterricht gehört haben. Die gesamte Anlage und die Überreste Persepolis sind deutlich interessanter für mich. Es gibt einfach viel mehr zu sehen. Und beim Durchlaufen dieser einzigen persischen Residenz bekommt man eine grobe Vorstellung von den einst großartigen Bauwerken hier. Sicherlich war diese Stadt Symbol für die enorme Größe des Persischen Reiches, welches sich von Teilen Griechenlands im Westen bis zur indischen Grenze im Osten und vom Kaukasus im Norden bis nach Libyen und Ägypten im Süden erstreckte. Saudi-Arabien gehörte nicht dazu. Nach meiner Expedition durch die persische Geschichte bietet sich mir dieser Anblick. Er grinst auch noch. Dieser Kulturbanause. Die riesige Parkplatzkapazität hier vor dem Gelände deutet darauf hin, dass hier an manchen Tagen der Bär los sein dürfte. Heute waren zum Glück kaum Besucher da. Man sollte diese Sehenswürdigkeit besser nicht am Wochenende besuchen. So, jetzt möchte ich den geschichtlichen Teil aber noch kurz zu Ende bringen. Circa 220 Jahre hielt sich das große Persische Reich, bis schließlich Alexander der Große 330 vor Christus mit der Zerstörung von Persepolis dem Reich sein Ende setzte. Es war natürlich alles viel, viel komplexer, aber das hier ist mal so die vereinfachte Zusammenfassung. Sollte ich was Falsches gesagt haben oder etwas Wichtiges vergessen haben, fühlt euch frei, es in den Kommentaren zu äußern. Die Schatten werden länger und wir machen uns Gedanken über unseren nächsten Schlafplatz. Ein Blick auf die Karte verrät, dass in absehbarer Zeit keine größere Stadt mehr kommt, dass wir ein Hotel bekommen. Immerhin sind wir heute schon den 4. Tag unterwegs ohne eine Duschgelegenheit. Und die wird jetzt allmählich wirklich mal nötig. Außerhalb der größeren Städte wird man normalerweise auch kein Hotel finden, denn wir als Nicht-Muslime dürfen gar nicht in jedem Hotel einchecken. Für uns bleiben dann nur die Touristenhotels, die man oft nur mit fremder Hilfe findet. Also mit Leuten, die rufen "Follow me". Zumindest bräuchte man für die Suche Internet und das haben wir nicht. Wir finden aber eine gute Alternative. In rund 100 Kilometern, inzwischen sind es nur noch 60, 70 Kilometer, gibt es einen tollen und großen See und den müssten wir heute noch vor Sonnenuntergang erreichen. Dort haben wir dann wenigstens die Möglichkeit, uns im Wasser zu baden. Wir sind hier in einem deutlich eher ländlichen Bereich unterwegs, durch eine wirklich kleine Ortschaft. Ist auch wieder ein bisschen Neuland und wir stellen fest, dass auch hier die Menschen absolut freundlich sind. Viele winken uns zu. Ja, also völlig unproblematisch. Ich bin gerade abgebogen. Jetzt muss ich erstmal halten, bis der Heiko da ist. Nicht, dass er mir jetzt zu später Stunde verloren geht. Kaum halte ich an, will man sich auch schon um mich kümmern. Mit Essen oder was auch immer. Ich kann gar nicht so schnell reagieren, weil ich erstmal gucken muss, ob der Heiko da ist. Und so löst sich die Situation irgendwie von selber hier. Das scheint aber ein Restaurant zu sein oder sowas Ähnliches. Vielleicht wollte er uns dahin einladen. Ich weiß es nicht.
Es ist aber auch schlichtweg unmöglich, alle Angebote der gastfreundschaftlichen Iraner anzunehmen, dann würde man überhaupt nicht vom Fleck kommen. Also man muss manchmal Nein sagen, obwohl man dabei das Gefühl hat, dass man denjenigen beleidigt. Für einen Restaurantaufenthalt oder sonst was hätten wir jetzt auch keine Zeit mehr gehabt, sonst würden wir unseren Schlafplatz nicht mehr bei Helligkeit erreichen. Ach, diese Farben in der Abendsonne, das ist einfach grandios. Unglaublich schön. Die Temperaturen gehen jetzt auch natürlich ein bisschen runter, das ist richtig, richtig angenehm. Wir haben nur ein kleines Problem. Für heute Nacht haben wir nicht genug Wasser und wir müssen unbedingt noch irgendwo Wasser einkaufen. Und da wir hier nichts lesen können, ist das wirklich sehr, sehr, sehr schwierig manchmal. Wir könnten natürlich jemanden fragen, wo wir Wasser kaufen können, aber dann wird sich die Wasserbeschaffung wahrscheinlich über eine ganze Stunde hinziehen. Aber fragen können wir hier auch kaum noch jemanden, denn inzwischen sind wir schon so weit gefahren, hier ist gerade mal keine Menschenseele mehr zu sehen. Ich hoffe deshalb, dass wir an dieser Straße noch irgendwas finden, wo man was einkaufen kann. Es ist nicht mehr weit bis zum See und hier gibt es nochmal eine kleine Ortschaft, die aber sehr, sehr, sehr ländlich ist. Der kleine Abstecher durch diesen Ort ist völlig erfolglos. Also zurück auf die Hauptstraße. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es dort am See irgendwo was zu trinken geben müsste. Es dürfte dort ja auch Tourismus geben, also das kann ja gar nicht anders sein. Jetzt sind es nur noch wenige Kilometer bis zum See. Der Tourismus dürfte jetzt so langsam anfangen. Aber dann taucht plötzlich und unerwartet eine kleine Bude am Straßenrand auf. Wir fahren ran und siehe da, hier können wir etwas kaufen. Und natürlich interessieren sich alle für uns. Wir decken uns ein mit Wasser, Chips, Keksen und sogar Zigaretten gibt es hier. Entspannt trinken wir auch noch einen Kaffee, den man uns ausgegeben hat, weil bis zu dem Bereich, wo wir unser Zelt aufschlagen wollen, sind es nur noch 3-4 Kilometer. Das schaffen wir jetzt locker. Das hier entwickelt sich gerade zu einem richtig tollen Tagesabschluss. Kurz vor Einbruch der totalen Dunkelheit bauen wir unsere Zelte im Scheinwerferlicht auf und wie das aussieht, zeige ich euch morgen früh. Jetzt geht's ab in die Haier. Sonneneinstrahlung, Trockenheit und Wassermangel führen zu ersten Anzeichen geistiger Verwirrung. Ist das Wasser tief, Heiko? Ist es tief? Ist es tief? Oder ist es doch nur der gut gelaunte Heiko, nachdem er sein 3. K erfolgreich verrichtet hat? Frisch gebadet im Trockensee geht es nun weiter Richtung Osten und Pakistan ist nicht mehr fern. Wir sind ziemlich gut im Plan, dass wir am Sonntag an der Grenze zu Pakistan ankommen sollten. So, los geht das. Sollte das klappen, wäre es eine terminliche Punktlandung nach rund 7000 Kilometern auf dem Motorrad. Diese Seen sind in den Karten mit einem leuchtenden Blau markiert, doch östlich von Isfahan findet man keinen See mehr, der mit badetauglichem Wasser befüllt sein könnte. Vielleicht findet man noch eine salzige Lache irgendwo in der Ecke, aber das war es dann auch. In der absoluten Einsamkeit sehen wir hier tatsächlich ein paar Bäume. Eine ruhige Pause im Baumschatten, das ist es, was wir jetzt brauchen. Wir hatten gerade unsere Motorräder abgestellt, da bog schon jemand von der Hauptstraße ab und hat sich zu uns dazugesellt. Und es sollte nicht der Einzige sein. Schon nach wenigen Minuten war hier Rummelplatz. Sie gaben uns Brot, Gurken und ein paar Mirabellen durften wir auch noch probieren. Und von uns wollten sie gar nichts, nur die Captain Blaubeer-Geschichte. Einfach herzlich, diese Menschen. Und wenn einer weggefahren ist, dann kam der nächste.
Mit den Schatten hat es geklappt, mit der Ruhe dann eher weniger. Wir entlassen uns nun wieder in die Schönheit der Trostlosigkeit, in der die Temperaturen im Schatten um die 35 Grad betragen. Nach gut 200 Kilometer entscheiden wir uns, in Chare Babak ein Hotel zu suchen. Die restlichen 800 Kilometer bis nach Pakistan machen wir dann in 2 Tagesetappen. So wären wir Sonntagnachmittag an der Grenze. Da wir kein Internet haben, klappern wir die wenigen Hotel-POIs des OSM-Kartenmaterials ab. Allerdings ohne Erfolg. Entweder öffnet niemand oder wir können kein Hotel an der Stelle finden. In dieser kleinen Stadt scheint es aussichtslos zu sein, auf eigene Faust ohne Internet etwas zu finden. Ich befürchte, dass es hier für Nicht-Muslime gar kein Hotel gibt. Die nächstgrößere Stadt Kerman ist noch 250 Kilometer weg und insofern für heute auch keine Option. Sollte es nicht klappen, haben wir ja noch unsere Zelte. Das ist sehr geschlossene Häuser. Aber hier brauchst du nicht fragen, das ist ein Wohngebiet. Ich kann auch nicht mehr machen, erst nach den Symbolen hier fahren. Klar, logisch. Logisch. Ne, weißt du, was wir machen? Wir bleiben einfach irgendwo stehen und rauchen eine Zigarette. Dann kommen die Leute sowieso. Und laden uns ein. Hatte ich auch schon überlegt. Einfach irgendwo an der Hauptstraße im Schatten und dann kommt die von alleine. Hier war ein Kaffee an der Ecke. Lass uns nochmal Kaffee trinken und einfach da nochmal hier eine Rundung und dann. Ja, das ist ganz wenig, also das Wohngebiet, das kann man sagen. So, jetzt. Das üben links. Geht schon los. Endlich mal wieder ein richtig guter Kaffee, aber viel zu heiß, um ihn schnell auszutrinken. Jemand hat es ganz eilig, uns zu einem Hotel zu bringen, denn er hatte gerade Eismilchshakes für seine Familie gekauft und transportierte jetzt auf seinem Moped und die schmelzen natürlich, wenn wir jetzt nicht schnell genug mitkommen. Sieht so ganz gut aus. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Hotel die Dritte oder so. Hotelsuche auf Iranisch. Jetzt kommt der zu uns, bietet so einen Homestay an. Pass mal auf. Nach mehreren Fehlversuchen stehen wir nun wieder an dem Hotel, welches wir uns als erstes angeguckt hatten. Have you eaten any lunch, sir? Sorry? Have you eaten lunch?
Did you have... Really the hotel. That's what we first. Okay, I'll find you a nice hotel here. Here. Okay. Have you eaten lunch? Yeah. Okay. So follow us. Okay. Follow us, die 5. Jetzt zu dritt, oder wie geht es jetzt? Welchen folgen wir denn jetzt? Sie hätten uns am liebsten jetzt erst zum Lunch eingeladen. Also man sieht in diesem Video, man kümmert sich um uns. Es ist nicht sehr effizient, aber es ist interessant. Das darf auch noch kein Moped sein. Follow me. 1, 2, 3. Wen folgen wir jetzt? Die Nocke. Wir bleiben bei der 99. Nach vorne, nach rechts, rechts. Sollte mich mal einer fragen, in welchem Land ich die höchste Gastfreundschaftlichkeit erfahren habe, habe ich auf jeden Fall jetzt die Antwort. Das ist auf jeden Fall der Iran. Mit seinen äußerst hilfsbereiten Menschen. 12, 13 oder wie alt? Wenn man hier einem weißen Auto folgen will, ist das gar nicht so einfach. Da muss man sich schon irgendwas an diesem Auto merken, weil sie sind alle weiß. Und wenn man für einen Moment lang weggeschaut hat und schaut dann wieder hin, weiß man gar nicht mehr, welchem Fahrzeug man hinterherfahren soll. Das Tracking zeigt, wir haben uns alle Mühe gegeben, ein Hotel zu finden. Am Ende lädt uns dieser junge Mann zu sich nach Hause zum Homestay ein. Und das muss man sich mal reinziehen. Wer von uns würde 2 wildfremde Männer zu sich nach Hause zum Übernachten einladen? Also, das ist schon wirklich irre. Schuhe und Motorradstiefel müssen aber draußen bleiben, denn die Iraner lieben Teppiche. Teppiche und noch mehr Teppiche. Wir bekommen ein Zimmer, wo wir uns niederlassen können und haben eine Dusche. Als wäre das noch nicht genug, werden wir am Abend noch gemeinsam mit seinen Freunden und Bekannten zum Essen eingeladen. Überwältigt von der Gastfreundschaftlichkeit und Hilfsbereitschaft verabschieden wir uns am nächsten Morgen. So, thank you, goodbye. Die gesamte Aktion hier ist zunächst natürlich Gesprächsthema Nummer 1 zwischen Heiko und mir. Wir können es irgendwie gar nicht richtig fassen, was wir hier gerade so erlebt haben. Vor uns liegen heute ca. 450 Kilometer Strecke, die wir zurücklegen müssen, damit wir es schaffen, am Sonntagnachmittag, besser gesagt morgen Nachmittag, über die Grenze nach Pakistan zu kommen. Eine Straße und ein Gleis, welche bis zum Horizont reichen. Mit der Eisenbahn durch den Iran ist bestimmt auch ein tolles Erlebnis. Auf knapp 2000 Meter Höhe fahren wir der Morgensonne entgegen. Bei 2700 Meter und 2500 Meter über dem Meeresspiegel geht es heute über die höchsten Abschnitte auf unserer Strecke durch den Iran. Danach geht es dann aber auch runter auf wenige 100 Meter Höhe, wo wir mit deutlich höheren Temperaturen rechnen. Aktuell sind wir mit Temperaturen um die 35 Grad noch recht gut bedient. Hier erreichen wir gleich unseren höchsten Punkt auf unserer Strecke durch den Iran, 2700 Meter Höhe. Nach einem Bikertreff auf der Passhöhe sieht das nicht aus. Ich frage mich gerade, was hier oben los ist. Hier stehen so viele Autos herum, aber da vorne scheint eine Fabrik zu sein. Es ist eine Kupfermine hier oben. Hier wird Kupfer abgebaut. Okay, in dieser Gegend bestimmt der größte Arbeitgeber. Und hier führt sogar ein Schienennetz hoch. Das heißt, Güterzüge fahren hier auf die Höhe von 2700 Meter. Das ist ganz ordentlich. Wobei, sie werden wahrscheinlich leer hinauffahren und voll hinunter. Der Fluss hier auf der rechten Seite ist kein natürlicher Fluss. Dort fließt Abwasser von der Kupfermine und das fließt in ein großes Auffangbecken. Da möchte man nicht reingehen, das ist wahrscheinlich eine tödliche Giftbrühe. Inwieweit die aufgestellten Kläranlagen für dieses Wasser Wirkung haben, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung.
Wegen fehlender Kurven und Landschaftsbild völlig anders als die Dolomiten mag der ein oder andere denken, dass diese Landschaften und Strecken öde und langweilig sind. Und für diejenigen, die auf einer Motorradtour sind, für die ist das sicherlich auch zutreffend. Ich glaube, Abenteuerreisende sehen das mit anderen Augen. Für mich ist es vielmehr die Reflexion von Ferne und Abenteuer, in die ich mich begeben habe. In Gegenden wie diesen spüre ich das Abenteuer am intensivsten, weil ich hier mit mir und der Einsamkeit allein bin. Abgesehen vom Heiko, der da gerade vor mir steht. Es gibt aber auch was ich hier wirklich vermisse. Und das ist der ein oder andere gemütliche Schattenplatz an Raststätten oder Parkplätzen. Einfach ein Plätzchen, wo man mal für einen Moment lang die Seele baumeln lassen kann. So etwas findet man hier entweder gar nicht oder nur ganz selten. Und so träume ich oft während der Fahrt von dem kleinen Café mit einem gemütlichen, kühlenden Schattenplatz, was da bestimmt gleich kommen wird. Sobald ich dann aus diesem Traum zurück bin, denke ich darüber nach, ob ich schon halluziniere. Und das hier könnte so traumhaft sein, doch leider ist es geschlossen, alles vertrocknet, ein bisschen Schatten. Zum Seele baumeln lassen und sich erholen ist das nix. Also wieder nur davon geträumt. Wir erreichen Kerman und werden mit Schwarz-Rot-Gold willkommen geheißen. Auch die Franzosen und die Chinesen. Ob es vorher schon Begrüßungen für andere Nationen gegeben hat, weiß ich nicht. Ich habe es einfach zu spät gesehen. Wir machen diesen kleinen Abstecher zum alten Bazar und Badehaus in Kerman, weil ich Heiko dazu überredet hatte, dass wir uns das mal anschauen müssen. Natürlich liegt es wieder mitten im Zentrum und wir kämpfen uns durch den Verkehr dieser doch schon etwas größeren Stadt. Wir parken unsere Motorräder hier draußen auf dem Parkplatz und haben nicht die geringsten Bedenken, dass sie gestohlen werden. Die Handys kommen natürlich in den Koffer, aber die am Motorrad montierten Kameras lasse ich sitzen. Jetzt, wo wir die kühlen Gebäude des Bazars betreten, läuft uns der Schweiß aus dem Gesicht und überall da, wo man noch schwitzen kann. Das liegt daran, dass durch den Kälteimpuls der Körper mit Wärmeproduktion reagiert und so fließt am Ende noch mehr Schweiß. Verstärkt wird das Ganze dann noch durch die Zuführung von eiskalten Getränken. Eigentlich grundverkehrt, aber in dem Augenblick hat man das Gefühl, dass es richtig gut tut. Richtig wäre es, einen warmen Tee zu trinken, um zusätzlichen Flüssigkeitsverlust zu vermeiden. Es hat schon seinen Grund, weshalb es überall Chai zum Trinken gibt. Nachdem wir endlich wieder akklimatisiert sind und sich der Schweiß irgendwo in unseren Klamotten versteckt hat, machen wir uns gut erholt wieder auf den Weg. Die Uhr geht tatsächlich richtig. Wir haben es 13 Uhr. Man könnte meinen, die dunklen Flecken in den Bergen sind Waldgebiete, aber das denken wir nur, weil wir Europäer sind. Es sind nur die Schatten der Wolken.
Ich glaube, ein Traum geht in Erfüllung. Von hier habe ich es gerade schon gesehen. Ein schattiges Plätzchen, danach sieht es aus. Erst aber wird getankt. Boah, ich kann es gar nicht abwarten. Gut, dass wir kein Diesel tanken. In dieser Schlange möchte ich auch nicht stehen als Lkw-Fahrer. Mit 99%iger Sicherheit, auch noch ohne Klimaanlage. Und was jetzt kommt, übertrifft all unsere Erwartungen. Es gibt Kaffee, Kleinigkeiten zu essen, Wasser, Cola, alles was man sich wünscht. In unserer täglichen Wahrnehmung ist das, was wir hier jetzt gerade haben und machen, ja eigentlich Pipifax. Aber für uns auf dieser Reise ist das gerade wie ein 4-Sterne-Luxusaufenthalt. Wir haben unseren Lebensstil inzwischen so weit reduziert, da braucht es nicht mehr viel, um glücklich zu sein. Und weil sich das so großartig anfühlt, möchte ich jetzt einfach mal für 2 Minuten ganz für mich alleine sein. Vielleicht gelingt es dem einen oder anderen, genau das mitzufühlen, was mir jetzt gerade eine Gänsehaut verleiht. Hier sehen wir eine Telefonzelle oder einen Funkturm aus der Vergangenheit. Sie befinden sich über viele Kilometer so angeordnet, dass man von einem Turm den nächsten sehen kann. Wir vermuten, dass man einst mit Rauch, Feuer oder Spiegel zwischen diesen Türmen kommuniziert hat. So konnte man zum Beispiel fremde Eindringlinge innerhalb von kürzester Zeit über Hunderte von Kilometern melden. Da sich hier direkt nebenan noch eine Ruinenstätte befindet, beschließen wir, uns die auch noch kurz anzuschauen. Wir haben keine Idee, um was es sich hier handelt, ob es eine kleine Siedlung war oder irgendwelche militärischen Einrichtungen aus der Vergangenheit. Wir wissen es nicht. Von geschichtlicher Bedeutung scheint es jedenfalls nicht zu sein. Die Überreste sind dem Verfall überlassen und eines Tages werden sie wohl ganz verschwunden sein. Solche Momente müssen markiert werden. Ich entschließe mich, einen Sticker an diesem Schild zu hinterlassen. Es ist der erste Sticker von mir hier im Iran, der sich an der Straße befindet. Andere wurden verschenkt oder kleben an irgendwelchen Scheiben von Cafés, Restaurants oder Geschäften. Gerne hätte ich mir noch die Zitadelle in Van angesehen, aber es ist schon zu spät dafür. Wir ziehen an Van vorbei, decken uns hier noch mit dem Notwendigsten für die Nacht ein und treffen hier auf angetrunkene Pakistani und die sind gerade ziemlich anstrengend, sehr aufdringlich und wir sind froh, als wir hier wieder weg sind. Alkoholisierte Personen sollte man auch besser aus dem Wege gehen.
25 Kilometer nach Barm auf dem Gelände hinter einer Tank- und Rastanlage schlagen wir nun unser Nachtlager auf. Hinter uns eine gegen den Wind schützende Wand und vor uns der Blick in die Weiten der Wüste. Die Wüstenküche ist schon aufgebaut, jetzt folgen unsere Zelte, möglichst windfest. Da wir in der Wüste sind, im arabischen Raum, ja, machen wir heute Abend mal Couscous. Einen schönen Couscous-Salat, weil es nämlich ziemlich heiß war heute. Heute Abend machen wir was Kaltes. Ja? Haben wir hier erstmal Couscous. Der Vorteil davon ist, du brauchst nicht kochen, das musst du nur quellen lassen. Dann haben wir eine iranische Zwiebel, iranische Tomaten und die Gurken, die wir gekriegt haben, die ist vom Bauern gewesen. Wie ihr seht, ist das alles ziemlich rustikal. Jetzt hauen wir das ganze Zeug hier rein. Tomaten, die Gurken, alles. Den Link zum vollständigen Video von Heikos Wüstenkochshow findest du oben rechts in der Ecke. We go to Pakistan, Hindustan. Und natürlich muss vor dem Schlafengehen, man ahnt es schon, die Geschichte erzählt werden. Wir können Ali nicht dazu überreden, von Heikos Couscous zu probieren. Beim iranischen Brot, das kennt er, da greift er dann doch einmal zu. Kurz nach Sonnenaufgang stehen wir auf. Dank unseres Einkaufs vom Vortag gibt es Spiegelei und den letzten Speck aus Deutschland. Dazu 2 Tassen Kaffee, ein perfektes Wüstenfrühstück. Fällt einiges runter. Lange trödeln können wir heute nicht. Direkt nach dem Frühstück packen wir unsere Sachen und machen uns auf die letzten 400 Kilometer bis an die Grenze nach Pakistan. Dabei durchqueren wir heute die Wüste Lut, Irans größte Wüste, und den iranischen Teil der Provinz Belutschistan. Ich möchte diese letzte Etappe im Iran nutzen, um unsere Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, zu teilen. Da sind als erstes die Menschen, die mit ihrer Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaftlichkeit für mich auf dem ersten Platz stehen von allen Ländern, die ich je besucht habe. Sie sind interessiert, aber nicht aufdringlich. Und sie sehen es als ihre Pflicht an, sich um Gäste im Land zu kümmern. Dazu würde ich den Menschen hier noch ein hohes Maß an Ehrlichkeit und Bescheidenheit attestieren. Sprachlich kommt man mit Englisch über die Runden, aber viel weiter meistens nicht. Die meisten sprechen nur Farsi. Internet und eine Übersetzer-App sind deshalb unbedingt zu empfehlen. Durch meine Fotodaddelei ist der Heiko mir jetzt abhanden gekommen. Der wird ja jetzt nicht wie ein Verrückter davonbrettern. Ach, da im Schatten steht er ja. Und qualmt wahrscheinlich nicht nur die Zigarette. Wir haben nämlich heute bei dieser Wüstendurchfahrt Temperaturen zwischen 41 und 43 Grad. Das war ja mal richtig geil. Herrlich. Heiko kann sich, glaube ich, gerade nicht so begeistern über die Wüstendurchfahrt bei dieser Hitze. Zum Thema Straße und Verkehr. Die Straßenverhältnisse sind deutlich besser als erwartet. Jedenfalls gilt das für die großen Verbindungsstraßen. Man kann sehr gut vorankommen, insbesondere auch wegen der extrem breiten Straßen. Motorräder zahlen keine Mautgebühren. Der Verkehr in den größeren Städten, naja, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber damit kann man ganz gut zurechtkommen. Es ist voll, es wird gedrängelt, aber es wird keinesfalls aggressiv gefahren, so wie das in Georgien ist. Man muss die Augen in allen Richtungen offen haben und die Straßenverkehrsordnung hat hier nichts verloren. Es gibt viele Geschwindigkeitskontrollen und die Anzahl von Verkehrsschildern ist auf ein Minimum reduziert. Ein weiteres Thema, das mobile Internet.
Die SIM-Kartenbeschaffung haben wir aufgegeben, weil es für Touristen scheinbar nur in größeren Städten und in bestimmten Läden möglich ist. Mit etwas Glück findet man einen Iraner, der eine SIM-Karte besorgt, die auf seinen Namen eingerichtet ist. Also zukünftig besser mit einer eSIM einreisen. Und hoffen, dass man einen guten VPN installiert hat, weil sonst nützt einem das alles auch nichts. Über WLAN-Hotspots kann man hier und da ins Internet gehen, hilft aber wenig, wenn man keinen guten VPN hat. Dann ist da noch das gute Geld. Im Iran wird mit Rial bezahlt. Wer denkt, mit Dollar oder Euro zahlen zu können, wird eines Besseren belehrt. Man muss also Geld wechseln, was laut Internet in Banken und Wechselstuben in größeren Städten möglich sein soll. Unsere Geldtauschaktionen allerdings verliefen alle mehr oder weniger abenteuerlich an der Straße. Hat man dann getauscht, ist man erstmal wegen den vielen Nullen auf den Scheinen und dem Bündelgeld etwas überfordert. Das Geldzählen überlässt man anfangs besser den Iranern. Niemand kann schneller Geld zählen als die. Wenn man es selber macht, sieht es so aus wie bei den Leuten, die an der Kasse im Supermarkt ihr Kleingeld zusammensuchen, um auf den letzten Penny exakt das Geld abzuzählen. Ja, und mit der heimischen Kreditkarte kann man hier auch nicht bezahlen. Na, was hat der Heiko davor? Kann man machen. Muss man aber nicht. Reisewarnungen und aktuelle Nachrichten zum Iran lassen annehmen, dass es hier unsicher und gefährlich für einen sein könnte. Wir fühlen uns hier immer sicher und es gab keine bedrohlichen Situationen. Auf der gesamten Durchfahrt wurden wir nicht ein einziges Mal von der Polizei oder dem Militär kontrolliert. An den zahlreichen Checkpoints, die wir durchquert haben, hat man uns gegrüßt und durchgewunken. Als Reisender steht natürlich immer die Frage im Raum, wie und wo kann ich übernachten? Hotels für Nichtmuslime sind im Iran abseits der größeren Städte schwer zu finden. Die Hotelsuche ohne Internet oder ohne Hilfe iranischer Bewohner wird aller Voraussicht nach scheitern. Dafür glaube ich, dass wenn man eine Übernachtung sucht und danach fragt, ein Iraner immer eine Lösung findet. Aller Wahrscheinlichkeit kommt dabei ein Homestay raus. Alternativ das Wildcamping ist im Iran überhaupt kein Problem, das geht fast überall. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist kein Problem. Schwierig ist es nur in Läden, weil man nichts lesen kann. Da empfiehlt es sich mit einer Übersetzer-App und Fotofunktion, sich dann anzeigen zu lassen, um was es sich dort handelt. Die Preise für Lebensmittel und Restaurantbesuche, Cafés und so weiter würde ich mal mit ca. 50% weniger als bei uns beziffern. Die Preise für Benzin und Diesel lohnt sich nicht zu vergleichen, denn das kriegt man hier fast umsonst. Der Preis für 1 Liter Benzin liegt zwischen 6 und 7 Cent und für Diesel ist es, glaube ich, noch deutlich billiger, irgendwas um die 2-3 Cent, glaube ich. Da macht Tanken richtig Spaß. Zwar hat der Sprit nicht die Qualität wie bei uns, aber unsere Motorräder laufen damit. Hello, Mister. Hello. Spanier. Hallo, Alemann. Hier ein kleines Beispiel, warum es immer etwas länger dauert, wenn wir irgendwo etwas erledigen wollen. Deutsche. Ah, sehr angenehm. Wie lange Sie waren unterwegs? Genau, jetzt 2 Wochen. 2 Wochen. In Deutschland. Ah, 100 hier, wa? Von der Nähe. حسن بچه نازی آباد آلمانه من آلمانی خوب آخه آره خودم آلمانی هم حقیقت آلمانی دارم آره دیزن Hamburg Hamburg آره ایران نره das war es. Was? Lass mal die Moped noch rüberfahren.
Der Sprit ist so geil, günstig, aber nicht cool, aber egal. Wir können unsere Motorräder an einer defekten Zapfsäule parken. Das ist gut, dann stehen die schon mal im Schatten. Und dann kommt der Kollege hier angeknattert. Ich vermute mal, er will mich dazu animieren, mit ihm ein Rennen zu fahren. Ich lobe ein bisschen seine krachmachende Maschine und bin dann froh, dass sein Telefon klingelt, denn danach hatte er was anderes zu tun. Wir gehen jetzt erstmal eine qualmen und dann tränken wir unsere Klamotten im Wasser für unseren nächsten Fahrtabschnitt. Das funktioniert hier wirklich ganz super, weil die Luftfeuchtigkeit extrem niedrig ist. Allerdings muss man damit rechnen, dass nach ca. 30-40 Kilometer die Klamotten wieder völlig trocken sind und der Kühleffekt verloren geht. Bei der ganzen Aktion sollte man aber darauf achten, dass der Arsch trocken bleibt. Sonst könnte es passieren, dass man sich einen Wolf sitzt. Wir erreichen Zahedan, die letzte größere Stadt vor der Grenze. Wir müssen uns für die ersten 2 Tage in Pakistan jetzt erstmal mit ein wenig Nahrungsmittel eindecken, weil das könnte am Anfang sonst etwas schwierig werden mit Einkaufen. Ein Laden zum Einkaufen ist schnell gefunden. Nur nach dem Kaffee müssen wir etwas länger suchen, weil den brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Alman, Spanier. Ach, schöne Gruß. Schöne Gruß. Der Kleine da ist von allen der größte Checker. Kaffee. Kaffee. Thank you. Goodbye. Goodbye. Thank you very much. Sie wollen uns wohl gerne auf einen Tee einladen, aber wir brauchen jetzt einen Kaffee. Und da die Kommunikation auch recht kompliziert ist, entscheiden wir uns, weiterzufahren. Ein paar Kilometer weiter treffen wir auf einen klimatisierten Coffeeshop. Darin einige Männer, alle gut gelaunt, dass wir uns dazusetzen. Es wird per Übersetzer-App versucht, etwas Kommunikation aufzubauen und dazu gibt es einen guten Kaffee. Es hat schon mal Zeiten gegeben, da durfte man diesen Streckenabschnitt in der Provinz Belutschistan von Zahedan bis zur Grenze nicht alleine fahren. Man wurde dann auf der Strecke von einer Eskorte begleitet. Das bleibt uns hier glücklicherweise erspart. Manch einer wird sagen, dass wir viel verpasst haben im Iran. Dem will ich auch gar nicht widersprechen. Der Iran war für uns als Durchreiseland geplant und ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht. Wir waren in mehreren Städten, haben tolle Landschaften durchfahren, waren an der Geburtsstätte der Perser, haben übernachtet im Hotel, im Homestay und wild im Freien und im Zelt. Besuchten Basare und haben viele Menschen getroffen. Das Ganze in 7 Tagen auf gut 2800 Kilometern.
Und nun sind wir nicht mehr weit entfernt und verlassen den Iran. Hier links das Gebirge ist schon Grenzgebiet zu Pakistan. Über den Taftan Border verlassen wir den Iran nach Pakistan. Hier treffen wir auf Hamid, auch genannt King of Taftan. Hamid wird später noch eine ganz wichtige Rolle für mich auf dieser Reise spielen. So, dann hoffen wir mal, dass Pakistan uns nun Einlass gewährt. Das war die Zusammenfassung unserer Reise durch den Iran. Im nächsten Teil dieser Videoserie reisen wir zwischen Gefangenschaft und Freiheit durch Pakistan. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.